Ihre Instrumentalisierung von Taten wie diesen in Bielefeld, sich hier hinzustellen und nur über Grenzen zu reden, das ist rassistisch und es verhöhnt die Opfer von Gewalt. Die als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD will heute über Sicherheit sprechen. Das ist genau mein Humor. Sie wollen also über Messerkriminalität sprechen, ein Begriff, der bestens dafür geeignet ist, Menschen Angst zu machen. Und genau darum geht es der AfD, Angst statt Aufklärung. An dieser Stelle gesagt werden, dass es widerwärtig ist, wie die AfD das furchtbare Verbrechen von Bielefeld politisch ausschlachtet, um gegen Geflüchtete und Migrantinnen zu hetzen. Hey Leute, willkommen in der Realität. Die AfD beantragt eine Aktuelle Stunde zur inneren Sicherheit. Ein Thema, das jeden betrifft. Aber was macht die SPD? Was machen die Linken? Sie verlieren komplett die Fassung. Statt über Gewalt, Messerattacken oder Kriminalität zu reden, brüllen sie nur noch gegen die AfD. Da sieht man wieder glasklar, wer keine Lösung hat, greift lieber die an, die welche vorschlagen. Und genau deshalb wird diese Debatte im Bundestag zum Offenbarungseid der Altparteien. Wenn ihr diesen Wahnsinn nicht mehr ertragt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Auf geht's! Punkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der AfD hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Zahl der Messerangriffe in Deutschland steigt stark. Ursachen klar benennen und entschlossen handeln. Für die erste Rede erteile ich das Wort dem Abgeordneten Martin Hess für die AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Messerkriminalität in Deutschland explodiert. Die aktuellen Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2024 sprechen eine brutale Sprache. 29.014 Messerangriffe wurden bundesweit registriert. Das sind 79 Messerdelikte an jedem einzelnen Tag. Alle 18 Minuten wird in Deutschland ein Mensch mit einem Messer bedroht, verletzt oder getötet. Der Befund ist eindeutig. Der Staat hat offensichtlich die Kontrolle über die innere Sicherheit verloren. Das ist inakzeptabel und muss schnellstens korrigiert werden. Hier nur einige Beispiele der letzten Tage. In Bielefeld sticht ein islamistischer Terrorist auf junge Leute ein. 4 werden schwer verletzt, 2 davon lebensgefährlich. In Halle attackiert ein kosovarisch spielende Kinder und Erwachsene mit einem Messer. Auch hier, Gott sei Dank, keine Toten. Aber dieser Gewaltverbrecher wird wieder nach Hause entlassen, weil der Staatsanwalt weder Wiederholungs- noch Fluchtgefahr erkennen will. Zwischen Bodelshausen und Hechingen, meiner Geburts- und Heimatstadt, wird eine 17-Jährige am helllichten Tag mit einem Messer von einem Mann mit sogenannten dunklen Teint angegriffen. Der Täter ist bis dato flüchtig. Was sich da draußen auf unseren Straßen, in unseren Zügen, auf unseren Schulhöfen und öffentlichen Plätzen abspielt, ist ein sicherheitspolitisches Desaster, das es bisher in Deutschland in diesem Ausmaß noch nicht gegeben hat und das von Jahr zu Jahr immer größer wird. Und es gibt nur eine Kraft, die sich dem tatsächlich entschlossen entgegenstellt, und das ist und bleibt die Alternative für Deutschland. Und anstatt die wahren Ursachen, nämlich eine völlig verfehlte Migrationspolitik, klar zu benennen und entschlossen zu handeln, wird von den Altparteien verharmlost, relativiert und abgestritten. Statt der Opfer zu gedenken, stellt man die Täter in den Mittelpunkt, debattiert man über Integration, Ursachenforschung und soziologische Theorien. Dabei ist die Faktenlage glasklar. Messerkriminalität ist überwiegend importierte Kriminalität. Im Sicherheitsbericht Baden-Württemberg ist der Anteil ausländischer Tatverdächtiger bei Messerdelikten von 55 auf 57% gestiegen, darunter der Anteil sogenannter Flüchtlinge von 33 auf 37%. Bei einem Anteil von nur 2% der Bevölkerung. Bundesweit sieht die Lage ähnlich aus. Wer das nicht endlich zur Kenntnis nimmt, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf zu Recht als ideologisch verblendet und verantwortungslos bezeichnet werden. Sie werden dafür vom Bürger die Quittung erhalten. Denn die Opferzahl steigt kontinuierlich und immer weiter an. Und dabei handelt es sich immer öfter
um die Schwächsten unserer Gesellschaft, Kinder, Frauen, Senioren, Menschen, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Wenn ein Staat nicht mehr in der Lage ist, selbst die hilfsbedürftigsten Bürger zu schützen, kann das nur als eine Kapitulation vor importierten Schwerverbrechern interpretiert werden. Der Rechtsstaat verliert dadurch seine moralische Legitimation, und diese Entwicklung müssen wir endlich stoppen. Die CDU-CSU ist mit großen Versprechungen angetreten und setzt leider nahezu nichts davon um. Migrationswende, Fehlanzeige. Der angebliche Grenzschutz der Regierung entpuppt sich als große Luftnummer. 32 Asylbewerber wurden in einer Woche abgewiesen. 1535 Asylbewerber haben im gleichen Zeitraum einen Asylantrag gestellt. Es werden also nur 2% an unseren Grenzen zurückgewiesen. Und dann hört man aus der CDU-CSU doch tatsächlich Sätze wie, ich zitiere, die Grenzkontrollen zeigen Wirkung. Deutschland ist nun nicht mehr der Magnet für Migration in Europa. Also, liebe Kollegen von der CDU-CSU, bei allem zu Gebote stehenden Respekt und mit Verlaub, aber die Aussagen, da gibt es ja nur zwei mögliche Erklärungen für. Entweder haben Sie von der tatsächlichen Lage an der deutschen Grenze keine Ahnung, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, oder Sie kennen die Zahlen ganz genau, sagen aber bewusst dem Bürger gegenüber die Unwahrheit, um einen positiven Effekt für sich selbst zu erzielen. Egal wie, mit der Realität hat das alles nichts zu tun. Also hören Sie damit auf, den Bürgern einen Bären aufbinden zu wollen. Ihre Maßnahmen sind vollkommen wirkungslos, und Sie machen sich damit, glauben Sie mir das bitte, bei den Bürgern unseres Landes komplett lächerlich. Wenn wir in Deutschland Sicherheit schaffen wollen, dann müssen wir jetzt endlich die Maßnahmen umsetzen, die die AfD-Fraktion seit 2015 fordert. Ein effektiver Grenzschutz mit Zurückweisung ausnahmslos aller sogenannter Schutzsuchenden ist zwingend erforderlich, um einen Dominoeffekt in Europa auszulösen und andere Länder dazu zu bewegen, ebenfalls ihre Grenzen für illegale Migration zu schließen. Nur so ist die Festung Europa umsetzbar, und wir brauchen diese sichere europäische Außengrenze, wenn wir perspektivisch wieder offene Binnengrenzen haben wollen. Die Abschiebung krimineller und illegal auffälliger Ausländer versteht sich von selbst. Dieser seit 2015 fortdauernde Rechtsbruch ist endlich zu beenden. Und selbstverständlich sind Geldleistungen konsequent auf Sachleistungen umzustellen. Erst dann, und liebe Kollegen von der Union, nur dann ist Deutschland nicht mehr der Magnet für Migration in Europa. Also lassen Sie Ihren Worten endlich Taten folgen. Ihre Instrumentalisierung von Taten wie diesen in Bielefeld, sich hier hinzustellen und nur über Grenzen zu reden, das ist rassistisch und es verhöhnt die Opfer von Gewalt. Ihr Geschäft ist die Spaltung in diesem Land. Und das Gift, was Sie sehen, ist Ihre Lebensversicherung für Ergebnisse in Wahlen. Wir Demokraten, wir werden uns Ihnen entgegenstellen. Und ich sage allen, die in diese Rhetorik des Überbietens einsteigen, lassen Sie es sein. Drehen Sie diese Spirale nicht weiter, denn sie führt nur an einen Ort. Sie führt in den Abgrund, wo Sie uns haben wollen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Die als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD will heute über Sicherheit sprechen. Das ist genau mein Humor. Beruhigen Sie sich doch mal, meine Güte. Dass Sie sich selbst nicht peinlich sind, ist wirklich echt ein Wunder. Sie wollen also über Messerkriminalität sprechen, ein Begriff, der bestens dafür geeignet ist, Menschen Angst zu machen. Und genau darum geht es der AfD, Angst statt Aufklärung. Die AfD tut hier so, als wolle sie über Sicherheit sprechen. In Wahrheit geht es ja aber um etwas ganz anderes. Denn sie sucht sich irgendein Thema, das sich emotional aufladen lässt, und instrumentalisiert es dann, um Stimmung gegen Migrantinnen und Migranten zu machen. Das kennen wir ja schon. Ja, es gibt Gewalt. Es gibt Gewalt in diesem Land, und es gibt auch Taten, bei denen Messer eine zentrale Rolle spielen. Das ist ein vielschichtiges Phänomen. Und wer ernsthaft über Gewalt sprechen will, der muss auch bereit sein, mehr als nur die Teile zu sehen, die ins eigene Weltbild passen. Aber dazu sind Sie nicht bereit, das wissen wir. Was die AfD tut, ist das genaue Gegenteil. Sie betreibt geistige Brandstiftung. Sie zielt auf Menschen mit Migrationsgeschichte, auf Geflüchtete, auf alles, was nicht in ihr geschlossen völkisches Weltbild passt. Die AfD tut immer so, als sei sie die letzte Verteidigerin der öffentlichen Ordnung. Aber in Wahrheit sitzt sie. Meine Güte, ich habe noch nicht mal die Hälfte meiner Rede gehalten und Sie kriegen hier Schnappatmung. Kommen Sie doch mal runter. Mal ernsthaft jetzt. Es ist
doch peinlich, was Sie hier machen. Ja, dann lassen Sie mich doch mal reden. Sie brüllen hier die ganze Zeit rein. Das ist total lächerlich, was Sie hier machen. Während rechtsextreme Netzwerke aufbauen, Polizistinnen und Journalisten bedroht werden und unsere Demokratie von innen unter Druck gerät, ruft die AfD, das Problem sind die Ausländer. So einfach ist es in ihrer Welt. Sie verwechseln Ursache und Wirkung, Täter und Opfer. Und das nennen Sie dann Sicherheitskonzept. Nein, meine Damen und Herren, das ist kein Konzept. Das ist ein Screenshot aus der Telegram-Verschwörungsgruppe. Und wenn wir hier schon über Bedrohung für die öffentliche Sicherheit reden, dann ist es doch längst an der Zeit, die AfD als das zu benennen, was sie ist, ein Risiko für unsere Demokratie. Im März letzten Jahres erfuhren wir, dass die letzte AfD-Fraktion und ihre Abgeordneten mehr als 100 Mitarbeiter, Beschäftigte, die in Organisationen aktiv sind, die von deutschen Verfassungsschutzämtern als rechtsextrem eingestuft wurden. Bei dieser nun angewachsenen AfD-Fraktion, die Leute in ihren Reihen hat, die unter anderem Landesverrat begangen haben oder sich haben bestechen lassen oder die sich als freundliches Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnen, können wir schon davon ausgehen, dass mittlerweile viel mehr Rechtsextreme hier im Hohen Haus unterwegs sind. Die AfD ist ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Sie haben kein Interesse an Lösungen, sondern nur an Eskalation. Man kann keine Politik für die innere Sicherheit machen, wenn man Polizei und Justiz verachtet, wie es die AfD regelmäßig tut. Man kann keinen Rechtsstaat stärken, wenn man das Recht nur dann achtet, wenn es der eigenen Agenda dient. Die AfD hat keine Lösung, aber dafür immer einen Sündenbock parat. Ihre Antwort auf komplexe gesellschaftliche Probleme ist immer dieselbe. Schuld sind immer die anderen, die Ausländer, die Arbeitslosen und so weiter. Wir kennen das. Das ist nicht konservativ, das ist nicht kritisch, das ist billig. Wir lassen uns dieses Land nicht von Ihnen kaputtreden, die von einer autoritären Zukunft träumen, die Sie lieber gegen Minderheiten hetzen, als sich für Sicherheit einzusetzen. Wer Messergewalt wirklich bekämpfen will, der muss auch bereit sein, auf Ursachen zu schauen, auf Armut, auf Perspektivlosigkeit, auf mangelnde Prävention, auf patriarchale Strukturen. All das sind Herausforderungen, aber sie lassen sich eben nicht nur mit Fremdenfeindlichkeit lösen. Und wenn Sie, die AfD, behaupten, Sie wollten das Land sicherer machen, dann erinnere ich Sie gerne an folgenden Satz. Geht's Deutschland gut? Schlecht? Geht's der AfD gut? Das ist kein Ausrutscher, das ist Ihr Geschäftsmodell. Wir sagen nicht mit uns, nicht mit denen, die dieses Land zusammenhalten, statt es auseinanderzureißen, nicht mit denen, die Verantwortung übernehmen. Wir stehen für einen handlungsfähigen Staat, der für die Sicherheit aller Menschen in diesem Land sorgt und nicht für den Klamauk, den Sie hier wieder veranstalten. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein Mann hat am Wochenende in einer Bar in Bielefeld Menschen angegriffen und teils schwer verletzt. Unser Mitgefühl gilt den Betroffenen dieser schrecklichen Tat und ihren Angehörigen. Wir wünschen ihnen eine schnelle Genesung. Es muss aber auch an dieser Stelle gesagt werden, dass es widerwärtig ist, wie die AfD das furchtbare Verbrechen von Bielefeld politisch ausschlachtet, um gegen Geflüchtete und Migrantinnen zu hetzen. Mit ihrer Instrumentalisierung zeigen Sie, dass Sie keinerlei Empathie mit den Opfern von Bielefeld haben. Das Einzige, was Sie können, ist Hetze betreiben auf dem Rücken der Betroffenen. Was kann denn eine syrische Mutter, die mit ihren Kindern vor dem IS flieht, dafür, dass ein anderer Syrer ein Verbrechen begeht? Genau gar nichts. Und trotzdem stellen Sie hier alle Geflüchteten unter Generalverdacht. Damit schüren Sie Angst und Hass in unserer gesamten Gesellschaft. Und dabei sind es doch auch viele muslimische Menschen muslimischen Glaubens, die vor dem IS fliehen. Das ist eine Realität, die wir alle anerkennen sollten. Und der Mitbewohner vom Täter aus Bielefeld hat mitgeteilt, dass sich der Täter in den vergangenen 6 Monaten stark verändert hat. Da war er aber schon lange in Deutschland. Das zeigt doch auch vor allem eine Sache, dass es endlich Investitionen in psychosoziale Betreuung geben muss. Warum sprechen wir nicht darüber? Warum sprechen wir nicht über Deradikalisierung, über Programme gegen islamistische Radikalisierung? Was Sie fordern, sind Massenabschiebungen, selbst in Länder, in denen islamistische Gruppen wie der IS oder die Taliban herrschen. Und dann noch diese Erzählung, weniger Migration mache das Land sicherer. Das ist kompletter Unsinn, was Sie da erzählen. Gewalt ist nicht migrationsbedingt. Sie ist vor allem eins: männlich, sozial bedingt und oft Ausdruck von Ausgrenzung.
Wer keine Perspektive hat, keine Chance auf Teilhabe, kein soziales Netz, wird eher straffällig. Und genau dieses System der sozialen Isolation, das bauen Sie von der AfD mit auf. Die Zahl politisch motivierter Straftaten ist in Deutschland insgesamt auf einem Rekordhoch. Der größte Anteil sind rechte Straftaten, über 42.000 allein im Jahr 2024, mehr als jemals zuvor in der Statistik vorkam. Das heißt, alle 12 Minuten eine rechte Straftat. Laut Opferberatungsstellen gibt es täglich durchschnittlich 9 körperliche Angriffe mit rechter, rassistischer oder antisemitischer Motivation. Angriffe, bei denen Menschen verletzt werden, weil sie eben nicht ins Weltbild der Täter passen. Erst heute Morgen fanden Razzien und Festnahmen gegen eine Gruppe junger Neonazis statt. Sie sollen Anschläge auf Geflüchtete und politische Gegner durchgeführt und geplant haben. 5 Festnahmen, Sprengstoffpläne. Das Ziel, der Umsturz der Demokratie. Kein Wort von Ihnen, kein Antrag, kein Aufschrei. Dabei zeigen die Zahlen vor allem eins: Die größte Gefahr geht vom Rechtsextremismus aus in diesem Land. Und Ihr Schweigen von der AfD hat genau einen Grund. Ihre Hetze und Rhetorik tragen zur Radikalisierung bei. Denn während Sie gerne über kriminelle Ausländer reden wollen, sitzen die Kriminellen doch längst in ihren eigenen Reihen. Mehrere AfD-Abgeordnete wurden wegen Straftaten verurteilt, darunter Körperverletzung, Volksverhetzung, gefährliche Angriffe, Waffenbesitz bei der AfD. Und ich könnte die Liste hier noch weiter fortführen. Wäre die Kriminalitätsrate der Gesamtbevölkerung so hoch wie bei der AfD, wie bei ihren Mandatsträgern, hätten wir ein massives Sicherheitsproblem in diesem Land. Und dass Sie die Chutzpe haben, hier von Recht und Ordnung zu sprechen, das ist doch komplett absurd. Meine Damen und Herren, dabei haben Islamisten und Neonazis doch viel gemeinsam. Sie sind antisemitisch, rassistisch, autoritär, frauenfeindlich. Sie glorifizieren Gewalt, denken in Feindbildern, geben sich als Opfer und wollen entscheiden, wer leben darf und wer nicht. Kein Wunder, dass Biografien existieren, in denen Neonazis zu Islamisten werden oder umgekehrt. Die Antwort auf islamistischen Terror kann niemals sein, AfD-Positionen zu übernehmen. Das macht die Brandstifter nämlich nur noch stärker. Wir sagen, schaffen Sie Perspektiven, dann reden wir über Bildung, Deradikalisierung, Prävention und nicht über populistische Ablenkung. Denn wer Geflüchtete entrechtet, raubt am Ende uns allen die Rechte, und wer Faschisten hinterherläuft, bereitet ihnen den Weg. Vielen Dank. Was SPD und Linke da im Bundestag abliefern, ist keine Debatte. Das ist ein politischer Totalausfall. Das Thema ist die innere Sicherheit, also etwas, das uns alle betrifft, von Messerattacken über Gewalt bis hin zu offenen Grenzen. Aber was machen die Altparteien? Sie schreien, sie pöbeln, sie zeigen mit dem Finger auf die AfD. Keine Lösung, kein Konzept, nur moralisches Gebrüll. Und dann kommt der Gipfel der Heuchelei. Sie berufen sich auf den Verfassungsschutz, den sie selbst längst zu einem Werkzeug ihrer Ideologie gemacht haben. Diesen Verfassungsschutz haben sie instrumentalisiert, politisiert, um Kritiker mundtot zu machen. Und genau auf dem bauen sie ihre Angriffe auf. Das ist keine Argumentation, das ist ein Machtspiel mit Geheimdiensthilfe. Und das ist brandgefährlich. SPD und Linke haben sich in ihrer Bedeutungslosigkeit eingerichtet. Sie kleben an ihren Sitzen, sie leben vom Steuergeld, sie glauben sich selbst längst nicht mehr, aber sie kämpfen mit allen Mitteln gegen den politischen Gegner, der noch echte Fragen stellt, die AfD. Zur nächsten Wahl meine Prognose, SPD 9%. Und das wäre fast noch großzügig, denn wer nur noch durch Diffamierung auffällt, hat im Bundestag nichts mehr zu suchen. Wenn ihr auch findet, dass das keine Demokratie mehr ist, sondern ein politischer Abwehrkampf gegen die Wahrheit, dann lasst ein Like da, kommentiert eure Meinung und abonniert den Kanal. Wer Klartext unterstützt, kann das auch über PayPal oder Supertanks tun. Link ist wie immer in der Beschreibung. Danke euch für jede Stimme gegen Heuchelei und für echte Opposition. Bis zum nächsten Mal.